Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein leckeres Rezept aus Finnland für euch. Pannari, finnisches Pfannkuchen vom Blech. Dieser Pfannkuchen ist einfach und schnell gemacht und es hat eine leckere puddingartige Konsistenz. Heute machen wir eine Version mit Himbeeren. Also lasst uns direkt loslegen. Für das finnische Pfannkuchen Pannari brauchst du 270 Gramm Mehl, Zucker. Ich nehme 3 Esslöffel Zucker. Dann brauchst du noch 3 Eier, 70 Gramm Kokosöl, 700 Milliliter Milch. Dann brauchst du noch Salz, Vanille, eine Bio-Zitrone, Kardamom. Kardamom ist ein Gewürz, der sehr häufig im finnischen Gebäck verwendet wird und so darf es bei mir auch nicht fehlen. Aber wenn du den Geschmack nicht magst, dann kannst du den Kardamom ruhig weglassen. Und für diese Version heute verwende ich auch etwas geraspelten Kokosnuss und natürlich die Beeren dürfen nicht fehlen. Heute verwende ich frische Himbeeren aus unserem Garten. Ich verwende immer saisonale Beeren nach Belieben und dann, wenn es keine saisonale Beeren gibt, kann man auch wunderbar Tiefkühlbeeren anstatt nehmen. Für den Teig gebe ich erst 3 Eier in eine große Schüssel. Dann Zucker nach Geschmack. Ich gebe 3 Esslöffel, weil ich es nicht so süß mag, und den Abrieb einer Bio-Zitrone. Hier darauf achten, dass du nur die gelbe von der Schale verwendest, weil das Weiße etwas bitter sein kann. Dann gebe ich noch einen Teelöffel gemahlene Bourbon-Vanille dazu, eine kleine Prise Salz und dann werde ich noch den Kardamom mahlen, weil, wie gesagt, bei mir Kardamom nicht fehlen darf. Ich nehme den Kardamom aus Kardamomkapseln, weil ich finde, dass der Kardamom dann einen so einen intensiveren Geschmack hat. Dann das gemahlene Kardamom auch in die Schüssel geben. Und das Ganze kurz vermischen. Es duftet schon jetzt richtig lecker nach Kardamom und Zitrone. Ich kann kaum warten, bis der Pannari schon fertig ist. Und jetzt geben wir noch das Mehl dazu und den Mehl nach und nach dazugeben und inzwischen kurz vermischen. So wird der Teig richtig geschmeidig und wir vermeiden, dass im Teig Klumpen sind. Also nach und nach Mehl dazugeben und kurz rühren. Und diesen Teig kannst du auch wirklich kräftig vermischen, da passiert nichts. Und wenn du merkst, dass der Teig schon richtig fest wird und es ist sehr schwer für dich, den Teig zu vermischen, dann kannst du etwas Milch dazugeben, aber nur ganz bisschen. Am Ende sollte dein Teig dann so richtig schön geschmeidig sein. Dann können wir auch nach und nach den restlichen Milch dazugeben. Also beim Rühren nach und nach etwas Milch dazugeben, so dass der Teig auch weiterhin schön geschmeidig bleibt.
Das fertige Teig ist sehr flüssig, also keine Sorge, so sollte es auch sein. Und jetzt lassen wir den Teig 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen. Nach 30 Minuten Ruhezeit gebe ich noch geschmolzene Kokosöl dazu. Und dann brauchst du ein Backblech, den Backblech mit Backpapier bedecken und den Teig auf das Backblech geben. Dann die leckeren Beeren darüber verteilen. Wenn du Tiefkühlbeeren verwendest, dann die Beeren erst jetzt aus dem Tiefkühl rausholen und direkt auf den Teig verteilen, also nicht davor auftauen lassen. Und zum Schluss, wenn du magst, noch Kokosraspel auf dem Pfannkuchen streuen. Und jetzt wird der Pfannkuchen gebacken und ganz vorsichtig, weil der Teig etwas flüssig ist, vorsichtig ins Backofen geben und bei 225 Grad 30 Minuten backen, bis es schön golden wird. Der Panare ist richtig schön geworden, es duftet richtig lecker und es sieht richtig schön aus mit den Himbeeren. Ich kann kaum warten, bis ich den probieren kann, aber erst jetzt abkühlen und du kannst den Panare entweder warm servieren oder auch kalt servieren. Ich persönlich mag den Panare am besten am nächsten Tag aus dem Kühlschrank serviert, weil wenn es so richtig kalt ist, hat es eine richtig leckere puddingartige Konsistenz. Und traditionell wird Panare mit Sahne serviert, aber du kannst den auch einfach so pur servieren, mit Joghurt servieren oder auch mit Eis servieren. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.